Buchfans, heute reden wir über Schmiermittel, also Öl und Fett, was man eigentlich für deine Maxi in deiner Werkstatt ja eigentlich nicht vermissen kann. Ja? Das braucht man echt. Also, ja, ich habe wieder einen kleinen Brief dabei, weil es ist ziemlich viel, aber ich versuche das natürlich alles in kurzen zu erklären. Ne? Was machen wir am Motor? Was machen wir drin? Ja? Wir haben in einer Maxi, da muss Öl drin, aber auch in einer MV, VS, DS und so weiter natürlich. Jeder Puch, da ist Öl drin. Und bei unseren Automatik E50 Motoren, also Kickstart, Anroll oder eben eine ZA50 Zweigang-Automatik, da geht ATF-Öl drin. Also das sind die, ich denke, die meistbekannte Flaschen, die wir verkaufen. Aber wie viel muss da drinnen? Ne? Da kommen wir später drauf. Na, da haben wir natürlich für unsere Maxis mit Gänge, da muss ich mal schauen, welche das ist, haben wir Gäröl. Also ja, eigentlich für einen Motor mit Gänge. Ne? Entweder ob das 2 Gänge, 3 Gänge, 4 Gänge sind, egal. Was haben wir noch mehr? Naja, was brauchen wir auch noch an einem Puch? Fett. Ja, Fett. Aber wo? Naja, zum Beispiel, ich habe hier, das ist eigentlich ganz einfaches Kugellagerfett, ne? Ball Bearing Grease EP2. Okay, also ganz normales Kugellagerfett. Na, das haben wir zum Beispiel beim Gabel-Lenksatz, ne? 2 Lager, die da drin sind. Und diese Cups, die im Rahmen sind, die müssen natürlich gut geschmiert sein. Na, da kann man das teuerste Fett nehmen oder aber einfach, nehm ein Standardfett, Jungs. Ist nicht zu teuer und bleibt einfach gut. Ne? Natürlich hat man normale Wartung. Ich denke nicht, dass man 10 Jahre fahren kann, ohne das Fett mal zu erneuern. Ne? Aber so 1 in die 2 Jahre, wenn man zum Beispiel 3000 Kilometer pro Jahr fährt, na, dann macht man das wieder neu, man holt das auseinander, neu. Wofür nutzen wir das Fett noch mehr? Na, was ich immer mache, wir haben natürlich unsere Baudenzüge. Na, Baudenzüge, die verkaufen wir, die sind trocken. Also da ist kein Fett dran. Und da gibt es Leute, die sagen, ja, aber diese Außenhülle, da ist vielleicht Nylon drin und dann braucht man das nicht zu schmieren. Ja, das finde ich so. Ich mache persönlich immer Fett dran, weil man will, dass alles natürlich leicht funktioniert und ohne dass das struppt so, ne, weißt du, das muss einfach gut funktionieren. Also Fett, Innenzüge und was noch mehr, ja, was ich immer wichtig finde, was viele Leute vergessen heutzutage, wenn man Gasgriff hat, ne, beim Gas geben, ne, was mache ich immer? Ein klein bisschen Fett drinnen im Gashebel oder ein bisschen an deine Lenker, ne, immer ein bisschen Fett dran. Und dann dreht das alles leicht und easy. Ne? Und das ist eigentlich, was man will. Also, naja, Fett kann man natürlich auch noch nutzen am Kette. Aber, ja, ich finde, wenn man da ein bisschen zu viel Fett dran macht, dann ja, wie sagt man das auf Deutsch? Wir sagen das auf Niederländisch, dann spat das. Ne? Dann geht das auf alle Seiten, alles wird schmutzig und schwarz, auch deine Hose wird schwarz. Alles scheiße, ne? Ganze Räder werden fett, Reifen wird fett, gefährlich. Da haben wir natürlich unsere Kettenspray dafür. Na, das ist eine leichtere Öl, aber die ist speziell dafür gedacht. Und ja, nimm einfach ein bisschen von das, drehe das Rad mit Kette und klein bisschen drauf und man ist fertig. Ne? Na, was haben wir noch mehr? Öl und Fett an ein Puch Maxi oder in diesem Fall Puch mit Gänge, also mit die hohen Lenker. Puch MV, VS, DS und so weiter. Haben wir hier Gabelöl. Ja, braucht man auch. Und ich erkläre später, wie viel da drinnen muss. Aber also das gilt nicht für eine Maxi, weil bei einer Maxi Gabel, da sind diese Rohre drin und die Feder und die muss man wieder mit Fett einschmieren. Also in einer Maxi-Gabel, eine Puch Maxi S oder N zum Beispiel, ich kann nicht jedes Modell nehmen, ne, weil das sind so viele, aber die meisten haben einfach Fett dran. Muss aber sein, weil sonst dann quetscht das und macht das viel Lärm und Fett im Gabel bei Maxi und bei diesen älteren Modellen und auch ein paar andere Modelle, ich glaube auch eben X50, wenn jemand, also das weiß ich nicht, weil ich habe noch niemals eine X50 hier gehabt.
Schreibt das in die Kommentare. Wie viel Öl geht in eine Gabel von einer, zum Beispiel X50 Silver Speed oder so? Ne? Sag's mal. Einfach. Gut. Dann kommen wir eigentlich hier an die letzte. Und das ist natürlich, ja, unsere Zweitaktöl. Braucht man natürlich auch, ne? Also ist auch eigentlich nur einfach ein Schmiermittel. Ne? Und ja, ich habe hier unsere Castrol Power RS genommen. Die verkaufen wir eigentlich am meisten. Ist eine sehr hochwertige, qualitativ hochwertige Öl zum Spieren von deinem Zweitakt. Also Mischverhältnis, da sind die Leute ein bisschen drüber verteilt. Ne? Das altmodische, was man früher machte mit 1:25 oder 1:30, muss man nicht mehr machen. Also Mischverhältnis mache ich immer 1:40. In meinen Rennen mache ich das, aber auch in meinen Straßenmotor. 1:50 geht, aber ja, mit einem schnelleren Setup, also mit 70 Kubik plus, ja, dann habe ich am liebsten 1:40 drin. Weil, ja, ist einfach safer, ne? Weißt du, daher ist das so. Ja, dann kommen wir eigentlich zum Thema, wie viel Öl geht eigentlich in einen Motor? Na, ich fange wieder an mit einer E50 Kickstarter Motor. Und dann muss ich mal wieder hier schauen, weil das habe ich aufgeschrieben. E50 Kickstart Motor ist in den Niederlanden ziemlich viel zu finden, auch in Skandinavien viel zu finden. Da machen wir 200 Milliliter im Motor an Kupplungsseite. Also, ich hoffe, das ist deutlich. Eine Standard Anrollmotor 170 Milliliter ATF-Öl beim Kupplungsgehäuse. Und das alte Modell, also mit nur diese zwei Gehäusehälften, also ohne Kupplungsdeckel, 150 Milliliter, Jungs. Also, das ist wichtig. In so einer Flasche ist mehr als genug, da ist 250 Milliliter drin. Also, absolut kein Problem. Was man natürlich machen kann, mache ich auch ehrlich gesagt. Ich fahre fast nur Kickstart-Motoren. Und ich habe hier 250 Milliliter. Ja, weißt du, was ich mache? Ich halte mal meine Mofa so ein bisschen schief und dann geht die ganze Flasche rein. Ja, da kann man sagen, ja, ist ein bisschen schade. Ja, aber nur, wenn man da 50 Milliliter übrig hat. Was macht man damit? Fast nichts. Also, das kann ohne Probleme, aus eigener Erfahrung. Ob da 200 Milliliter oder 250 Milliliter drin ist, gilt auch für einen Anrollmotor. Nur dieses altes Modell, da geht das nicht ganz rein. Wenn da ein bisschen mehr Öl drin ist, hat es ein bisschen mehr Reserve, bleibt ein bisschen kühler vielleicht. Eine ZA50 Motor, dann muss diese Gearöl oder Gängeöl muss da drin. Na, wie viel? Bei einer ZA50, habe ich nachgeschaut, maar das wusste ich auch nicht aus dem Kopf, 280 Milliliter. Verzeihung! ZA50 ist ATF-Öl. Oh Jungs, vergessen das einfach. Vergessen, was ich gerade gesagt habe. Ne? ZA50 ist nochmal deutlich. Zweigang Automatik, also ATF-Öl muss drin. Wie viel? 280 Milliliter. Ja. Dann hat man an so einer Flasche nicht genug. Aber wir haben auch Literflaschen in unserem Shop. Ja, geben wir auch nicht alles richtig hin. Okay, dann kommen wir zum Z50. Z50, Zweigang, Handschaltung. Also, da geht Gearöl drin. Und diese Gearöl, wie viel muss drin? 300 Milliliter. Hat man auch wieder genug, weil wie viel ist die drin? 350 Milliliter, ohne Probleme. 300 Milliliter. Kommen wir zu unseren alten Modellen, also unsere MV, MS und so weiter. Da ist wieder Gearöl drin. Ne? Und bei MV Handschaltung 300 Milliliter, bei MV Fußschaltung, da muss 350 Milliliter drin, weil da ist diese Schaltglocke unten natürlich, das ist 50 Milliliter. Und bei einer Viergang, zum Beispiel bei einer Monza oder nennen das ein Viergangbuch, unsere Viergangmodelle, auch wieder 300 Milliliter. Gut, dann kommen wir zum Gabel MV. Gabelöl geht 60 Milliliter pro Seite geht drin. Eine MS50 10 Milliliter weniger, also 50 Milliliter pro Seite. Und dann haben wir natürlich Fett beim Puch Maxi. Also ja, wie gesagt, das sind viele Modelle. Ich habe natürlich die meist vorkommende habe ich genommen. Ich vergesse noch eine sehr wichtige. Zündung, Jungs. Und in Zündung ist so eine kleine Filz drin. Ne? Ja, und auch da muss man ein bisschen Fett dran machen.
Wieso? Dieses Filz, das ist, um einen kleinen Schmierfilm zu machen an der Innenseite vom Polrad und daher kommen bei deinen Zündkontakten nicht so viel Verschließ. Haben die richtig nachgedacht von Bosch, ne? Also auch dieses Schmierfilz, klein bisschen Fett dran, nicht zu viel natürlich, aber ein klein bisschen, das bleibt Jahre da. Und wenn man das wieder einmal auseinander nimmt, dann macht man ein bisschen neues Fett dran. Und dann bleiben deine Zündkontakte 100% in Ordnung. Das ist alles, was man braucht in deiner Werkstatt, ne? Aber da gibt noch 2 Alternativen. Die hole ich mal dabei. Was haben wir hier? Na, das hier, WD-40. Ja, das finde ich echt fast das wichtigste Schmiermittel, was man kaufen kann. Ne? Da kann man Schrauben damit und Bolzen damit und Mutter damit löschen. Ja. Und man kann ein bisschen damit konservieren. Also, ja, zum Beispiel, nimm Felgen oder so. Ne? Wenn man auch im Winter ein bisschen fährt, spritzt ein klein bisschen drauf, reibe mit ein Tuch und dann ist das eigentlich für den ganzen Winter in Ordnung. Auch für, ja, was ich immer mache, mit einem Auslass, der eigentlich vom Rohstahl ist. Zum Beispiel unsere Homewet-Auspuffer. Na, die haben wir natürlich in roh und lackiert. Wenn man die rohe fährt, dann kann man natürlich altes Öl nehmen, was vorhanden ist, alte Getriebeöl oder so, macht eigentlich nichts. Kann man ein bisschen, wenn man gefahren hat, macht man da ein bisschen Öl drauf. Ich mache immer ein bisschen WD-40, ich sprühe etwas drauf und dann mache ich das mit einem Tuch und dann ist das eigentlich wieder konserviert bis zum nächsten Fahrt. Die meisten Leute sagen dann, ja okay, das brennt ein oder brennt weg. Ja stimmt, aber wenn man im Regen gefahren hat, so mit einer rohen Auspuff, wieder Schmiermittel oder alte Öl, Getriebeöl, macht alles nichts. Fett würde ich nicht machen, weil das stinkt natürlich, wenn man das nächste Mal das Ding startet. Dann wird die Mutti oder deine Frau, die wird sauer. Ne? Und was haben wir noch als Alternative für unsere Castrol Power RS, also Zweitaktöl? Da haben wir Triberon im Shop. Ja, Triberon, das ist eigentlich kein Öl, das ist eigentlich ein Schmiermittel und das kann man eigentlich am besten mal bei uns im Shop mal nachreden. Beim Produkt steht alles beschrieben, wie das funktioniert. Ja, und dann verbrennt man eigentlich kein Öl mehr. Also, es ist nicht richtig ein Öl, aber ich wollte das doch mal sagen. Wenn wir alle in eine Rundfahrt fahren mit 200-300 Mofas, das sind viele Gemeinden, die wollen eigentlich nicht mehr diese blaue. Die lieben diese blaue Quellen natürlich. Ne? Oh, das riecht gut. Aber da sind viele Gemeinden, speziell hier auch in den Niederlanden, ja, die wollen das nicht mehr haben und die sagen, wir wollen alternative Brennstoffe haben. Naja, da haben wir auf jeden Fall Triberon. Also schau mal rein in den Shop. Ist vielleicht interessant, wenn man mit vielen Leuten fährt und da sind Leute, die so auf dem Fahrrad sind oder ja, man muss vielleicht das mal probieren. Ne? Okay, ja, ich hoffe, das war interessant für euch. Danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Sind er noch Kommentare oder Fragen, schreibt die einfach hier unten oder schreibe eine E-Mail an info@bookshop.de. Vergessen nicht zu abonnieren. Abonnees lieben wir natürlich. Und drücke auf den Klingel, dann bekommst du eine automatische Notifikation, wenn eine neue Video online geht. Also bis zum nächsten Mal. Ciao.